Für ihr Handwerk braucht Susanne Altzweig nicht viel, nur Ton, geschickte Hände und eine drehende Scheibe. Mit einfachen Mitteln, wenigen Werkzeugen, dafür aber umso mehr Fingerfertigkeit entstehen ihre Gefäße. Aufwendig dekoriert wird aus dem unscheinbaren Ton ein leuchtend buntes Kaffeeservice. Teller, Tasse und Kanne. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. In einer ehemaligen Keramikmanufaktur in Hörgrenzhausen hat Susanne Altzweig seit vielen Jahren ihre Werkstatt. Die Keramikerin holt sich frisches Material. 10 Kilo wiegt so ein Brocken Westerwälder Steinzeugton. Susanne Altzweig bevorzugt Ton aus dem nahen Herschbach. Der lässt sich für ihre Keramik besonders gut verarbeiten. Westerwälder Steinzeugton ist ein Werkstoff vom Feinsten. Er schaut zwar eher unscheinbar aus, hat aber innere Werte, denn er verträgt besonders hohe Temperaturen. Aber jetzt erstmal von vorn, der erste Arbeitsschritt. Der Ton muss jetzt vorbereitet werden zum Drehen, und zwar darf da keine Luft drin sein. Es ist ganz gut, wenn der Ton ein wenig durcheinander geknetet wird von allen Seiten, dass er sich besser verdrehen lässt. Das Geheimnis liegt in der besonderen Knettechnik. Da entsteht jetzt gleich ein Ochsenmaul. Man drückt im Grunde genommen mit den Handballen die Seiten zu. Mit ein bisschen Fantasie entsteht hier ein Ochse. Noch ein paar kräftige Schläge und die Luft ist raus. Lufteinschlüsse könnten nämlich das Werkstück später platzen lassen. Für Tasse, Teller und Kanne werden die Tonklumpen auf die gleiche Weise sorgfältig zum Drehen vorbereitet. Kneten und klatschen. So, hier drehe ich eine Kanne, das ist für den Körper, das ist der Deckel und das ist noch für die Tülle. Dann haben wir hier eine Tasse und noch einen Teller, den ich drehen werde. Da brauche ich noch ein bisschen Ton. Die Menge an Material, die sie für jedes Stück braucht, hat Susanne Altzweig ziemlich genau im Griff. Aus diesem Klumpen soll also unser Kaffeeservice werden. Da wartet wohl noch viel Arbeit. Los geht es mit der Tasse. So, ich drehe eine Tasse und um die genau in Serie produzieren zu können, habe ich hier ein Maßbuch und da stehen genau die Maße drauf. Und das stelle ich mir jetzt ein. Das ist hier ein Drehmaß. 9,7 cm in der Höhe und 10 cm im Durchmesser müssen es sein. Und zwar exakt. Das ist die Kunst. Beim Brennen schwindet das Material. Die Tasse wird danach etwa 1 cm kleiner sein. Das Wichtigste beim Drehen ist das Zentrieren. Es sieht furchtbar einfach aus, hat es in sich. Also man braucht wirklich lange, bis man das lernt. Das ist so eine Gefühlssache, aber eben auch viel Erfahrung, Übung. Und erst wenn ich das genau im Zentrum habe, kann ich eigentlich weiterarbeiten. Sonst haut es mir das Teil von der Scheibe sozusagen. Also je besser das in der Mitte sitzt, desto besser kann man arbeiten. Ganz wichtig beim Drehen ist, dass man Stütze hat. Das heißt, entweder nehme ich die Arme auf meine Oberschenkel oder an den Körper ran. Dann verbinde ich wiederum meine Hände zusammen, dass das wie eine Art Schablone ist, weil der Ton würde ja im Grunde genommen immer ausweichen wollen. Der ist ja weich. Das heißt, um jetzt arbeiten zu können, kann ich nicht irgendwie so arbeiten, sondern ich umfasse den Ton, kreuze die Daumen und bin hier am Körper dran. Sogar die Knie habe ich noch am Tisch. Das heißt, damit bin ich sehr stabil. Und als erstes muss man diesen kompakten Tonkloß sozusagen aufbrechen, gehe in die Mitte runter und ziehe ihn ein Stück raus. Dadurch, dass die Scheibe sich dreht, brauche ich eigentlich immer nur an einer Stelle arbeiten. Ich muss nichts machen, es kommt ja überall dran vorbei. Und ich brauche genügend Wasser, damit das schön läuft. Die Töpferscheibe wird elektrisch betrieben.
Und dann ziehe ich mir sozusagen mein Durchmessermaß ran. Das soll nachher 10 cm sein. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft. Und jetzt ziehe ich und bringe das eigentlich auch schon in eine grobe Vorform. Und ich merke, ich habe viel zu viel Ton, dann darf ich mir das hier ein bisschen abschneiden. Das ist durchaus erlaubt. Jetzt kommen ein paar ganz einfache Werkzeuge zum Einsatz. Und mit diesem Hilfsmittel kann ich jetzt schön die Form nacharbeiten. Zwischendurch kontrolliert Susanne Alzweig Höhe und Durchmesser der Tasse. Und dann gibt es ein wunderbares Werkzeug, das ist eine Kreditkarte. Die ist schön flexibel, weich und nicht scharfkantig. Und damit kann man dann wunderbar nochmal die Form in einem korrigieren. Schlicht, aber effizient und immer wieder nützlich. Jetzt ist in der Tasse noch Wasser. Und damit der Ton mir hier nicht aufweicht, nehme ich einen Schwamm. Ein Naturschwamm eignet sich dann sehr und nehme das Wasser als erstes mal raus. Und dann wird das auch schon abgeschnitten. So, Teil Nummer 1 unseres Kaffeeservices ist nun gedreht. Kann man schön die Hände abstreifen, dann sind sie einigermaßen trocken. Dann kann ich es vorsichtig abheben. Nun wird Portion Nummer 2 auf die Drehscheibe geklatscht. Mit viel Schwung, damit der Tonklumpen auch fest auf der Scheibe sitzt. Daraus entsteht nun die Kaffeekanne, auch wenn es zunächst noch gar nicht danach aussieht. Kraft und Gefühl braucht die Keramikerin bei ihrer Arbeit an der Töpferscheibe, besonders wenn es sich um ein so anspruchsvolles Gefäß wie eine große Kanne handelt. Das ist nur etwas für Fortgeschrittene. Das erste Mal fängt man natürlich mit kleinen Gefäßen an. Die Kanne gehört jetzt nicht zu den Anfängerstücken. Man braucht sehr, sehr viel Übung, um überhaupt sicher sowas dann zu drehen. Susanne Alzweig muss hochkonzentriert sein, wenn sie an der Töpferscheibe arbeitet. Denn nicht immer geht ihr die Arbeit gleich gut von der Hand. Es hängt auch manchmal von der Tagesform ab. Also das ist wirklich, man braucht sehr viel innere Ruhe. Und wenn man hektisch rangeht, dann wird das meistens nichts. Eine besondere Herausforderung ist der Bauch unserer Kanne. Und bei dem Bauchen ist es einfach so, die Kraft ist jetzt mehr von innen, weil ich den Bauch hier rausdrücke und die Schiene hier außen gibt nur ein bisschen Führung. Die Form überprüft sie mit einem Blick in den Spiegel. Das ist eine tolle Sache. Ich kann jetzt sozusagen aufrecht sitzen und kann über den Spiegel die Form kontrollieren. Sonst müsste ich normal ganz runter mich beugen und im Laufe der Zeit geht das natürlich sehr auf den Rücken. Dann nehme ich diese Ziehklinge wieder und steche sozusagen einen Falz ab, wo nachher der Deckel drin liegt. Die Form ist nun perfekt. Unsere Kaffeekanne fertig gedreht. Sie wird mit einem Draht von der Drehscheibe abgeschnitten. Weiter geht's mit den Kleinteilen. Ich drehe jetzt eine Tülle und einen Deckel zur Kanne. Und das mache ich sozusagen vom Stockdrehen, nennt man das. Das heißt, die Tülle ist so klein, dass ich einfach mit einem ganz kleinen Batzen Ton den kaum noch zentriert bekomme. Dann drehe ich das einfach von einem größeren Stück Ton ab. Das heißt, ich zwack sozusagen ein bisschen Ton ab, hier oben, und drehe mir hier diese Tülle, die recht klein und fein ist. Der Werkstoff Ton reizt sie immer wieder aufs Neue. Also es ist einfach toll, aus einem sehr schönen, weichen Material, aus so einer Art kompakten Kloß, Klumpen, wirklich ein Gefäß oder ja, was herstellen zu können. Nur an der drehenden Scheibe mit entsprechend Werkzeuge und vor allem mit den Händen.
Ein kleines bisschen Ton muss noch weggenommen werden. Das hat Susanne Alzweig im Gefühl. Und schon kommt die Tülle runter vom Stock. Die schneide ich jetzt hier ab. Jetzt drehe ich den Deckel. Der ist relativ kompakt. Um einigermaßen im Maß zu bleiben, habe ich hier einen Bauchzirkel. Und mit dem kann man wunderbar den Durchmesser abgreifen. Etwas Überstand, dass man ein bisschen Spiel hat, doch, das reicht. Das kann man so lassen. Ein Teil fehlt noch, um unser Kaffeeservice komplett zu machen. Die Keramikerin nimmt Maß. Ich drehe jetzt einen Teller. Zupacken ist beim Drehen wichtig, aber das ist lange noch nicht alles. Und man muss natürlich auch entsprechend vorsichtig ran. Man braucht schon mal Kraft, wie jetzt beim Zentrieren. Aber man muss auch wissen, wo fasst man das Ganze fester an, wo etwas weniger, wo muss man aufpassen. Das ist immer ein Wechselspiel. Und das beherrscht Susanne Alzweig perfekt. Der Teller nimmt Form an. Auch hier habe ich wieder ein spezielles Werkzeug, eine Holzschiene, die ganz schön das Innenteil des Tellers formt. Zum Schluss werden die Maße des Tellers noch einmal kontrolliert. Letzte kleine Korrekturen. Alles passt. Der Teller hat jetzt seine grobe Form. Der Feinschliff kommt später, nach dem ersten Trocknen. In dieser Phase ist der gedrehte Ton noch feucht und elastisch. Susanne Alzweig hat die Keramikgruppe Grenzhausen mitbegründet. Seit 25 Jahren arbeitet sie mit 3 Kollegen in der ehemaligen Keramikmanufaktur Merkelbach. Hörgrenzhausen ist eine Keramikhochburg, der Westerwaldkreis das Zentrum der deutschen Tonindustrie. Am nächsten Tag. Unser Kaffeeservice hat die Nacht unter Folie verbracht. Susanne Alzweig prüft die am Vortag gedrehten Stücke. Das ist wunderbar. Das ist jetzt schön über Nacht ein bisschen angetrocknet. Das ist sozusagen lederhart. Das heißt, es klebt nicht mehr am Finger. Und ich kann es sozusagen jetzt nachbearbeiten. Also wenn es jetzt draußen sehr nass ist, regnet, die hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann trocknet es sehr viel schlechter. Das heißt, es ist auch kein Abtransport da. Die Luft ist abgesättigt, also feucht. Und wenn es sehr trocken ist und eine gute Zugluft ist, dann trocknet es wesentlich schneller. Und das muss man auch im Blick behalten, ne? Unsere Werkstücke sind nun perfekt vorgetrocknet und bereit für den nächsten Arbeitsschritt. Das sogenannte Abdrehen an der Töpferscheibe. Das Abdrehen ist jetzt ein Vorgang, den man einfach noch mal macht, um das Ganze ein bisschen noch zu korrigieren, den Boden schön glatt zu machen. Und das ist ein bisschen wie das Drechseln. Man hat auch eine Schlinge, die ist relativ scharfkantig. Und mit der kann ich jetzt wunderbar die Kontur noch mal nachverfolgen. Auch die altbewährte Kreditkarte eignet sich jetzt wieder. Damit kann ich zugleich auch ein bisschen glätten. Dann stelle ich sie mir noch mal ein bisschen andersrum da. Den Trinkrand ein bisschen abrunden. Nochmal mit dem Schwamm. Und so kann man es jetzt dann später henkeln. Hier haben wir den Teller, der ist relativ kompakt, das hat aber die Bewandtnis, dass man, wenn er fertig ist, schön untergreifen kann und nicht zu flach vom Tisch kehren muss. Das heißt, ich muss ihn sehr dick drehen und das nehme ich nachher wieder raus. Und mit dieser Schlinge fange ich jetzt an. Wichtig ist auch diese Metallschiene, mit der kann ich wunderbar den Innenteil nochmal bearbeiten.
Beim Abdrehen wird also die Form korrigiert. Unsere Teile bekommen sozusagen ihren Feinschliff. In Windeseile wechselt Susanne Altzweig die Werkzeuge, wirkt alles so wunderbar leichthändig, erfordert aber sehr viel Erfahrung. Auch die Rückseite des Tellers wird nachbehandelt. Beim Abdrehen muss sie sehr vorsichtig sein. Und jetzt muss ich auch gut gucken, dass ich mir den Boden nicht zerschneide. Ich kann mir zum Beispiel mit der Schlinge den Fußring wegschneiden. Wenn man einmal abrutscht, dann ist der Ring weg und dann ist es eben so flach, wie ich es nicht haben will. In so einem Fall wäre das gute Stück hin. Aber bei ihr sitzt jeder Griff. Zur Kontrolle nehme ich es aber natürlich nochmal auf die andere Seite. Da tue ich einfach nochmal ein ganz bisschen die Oberfläche aufrauen, dass nachher auch die weiteren Schichten, die jetzt vom Malen später draufkommen, gut haften. Das ist nur ein leichtes Aufrauen. Der Teller ist nun abgedreht. Jetzt muss die Kanne zur Nachbehandlung. Sie sieht eigentlich schon fast perfekt aus. Es geht aber noch besser. Und jetzt gehe ich einfach der Form nochmal nach. Wichtig ist vor allem, dass in diesem Falz, dass es eine ganz klare Kante gibt, dass der Deckel da gut drin liegt. Mit der Abdrehschlinge geht das ganz schnell. Gewusst wie, der Falz sitzt. Beim Abdrehen muss Susanne Altzweig immer die Form im Blick haben, denn die ist raffiniert. Unten läuft die ein bisschen schräger zusammen, dass sie optisch schwebt und nicht so absackt. Das sind so Erfahrungssachen, was die Form betrifft. Noch ein paar kleine Korrekturen, dann hat sie die perfekte Form, ebenmäßig und glatt. Fehlt noch der Deckel, ein spezieller Fall. So, ich habe jetzt hier eine Hilfsform, ein sogenannter Donsel. Den tauche ich eben mal in Wasser. Der ist schon ein bisschen was alt. Den schlage ich auch natürlich, klopfe ich in die Mitte und befestige hier mit dem Messer. Das kann man wunderbar, indem man das Messer flach hält, kann man den ein bisschen wie ankleben, also anpressen. Darin wird jetzt der Deckel abgedreht für die Kanne. Und dadurch, dass ich den Deckel so auf dem Kopf nicht abdrehen kann, ist der hier wunderbar aufgehoben. Das heißt, ich nehme hier auch erstmal Material weg. Der ist ja massiv gedreht. Mit Hilfe der Schlinge wird beim Abdrehen überflüssiger Ton abgetragen. Die endgültige Form des Deckels entsteht. Eine knifflige Arbeit, denn was einmal weg ist, ist unwiederbringlich weg. Das ist jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, wie tief ich rein kann, wegen der Dicke des Ganzen. Wenn ich zu viel wegnehme, breche ich auch durch. Und dort, wo der Knauf ist, ist es ja sehr kompakt, nehme ich noch mal ein bisschen was raus. 35 Jahre Erfahrung als Töpferin helfen dabei natürlich schon. Trotzdem ist jedes Stück wieder anders. Handarbeit eben. Das muss man durchaus immer wieder mal prüfen. Das ist noch sehr dick. Genau, der wackelt, sitzt und hat Luft. Na super, passt doch. Der nächste Arbeitsschritt hat es in sich. Susanne Altzweig will die kleine, feine Tülle an die Kaffeekanne montieren. So, ich werde jetzt die Tülle für die Kanne schneiden. Das ist ja immer die große Frage, gießt das nachher gut? Und wenn ich etwa den Winkel jetzt habe, dann steht die Flüssigkeit bis dahin. Das ist auch wichtig, dass man es nicht zu tief ansetzt. Und also da muss man einiges auch beachten. Dann zeichne ich mir das mit dem Messer ganz kurz an, dass ich weiß, wo ich nachher die Öffnung schneiden muss. Die Tülle muss nun an die Kanne montiert werden. Dazu ist ein bisschen Vorarbeit nötig.
Und jetzt ist ganz wichtig, wenn ich zwei Sachen zueinander montieren will, muss ich die Flächen aufrauen. Das heißt, damit sich das besser verbindet. Dazu habe ich wie eine Art Gabel. Damit kann ich wunderbar sozusagen über Kreuz aufrauen. Und das Gegenstück ist dann hier bei der Kanne rund um das eingeschnittene Ausgussloch. Das ist die vorbereitende Aktion. Dann nehme ich hier von meinem Schlicker, das ist relativ flüssiger Ton. Das ist sozusagen mein Klebstoff. Den bringe ich jetzt am besten auf das Teil zuerst. Dass dieser Schlicker ein echter Superkleber ist, werden wir gleich noch sehen. Rund um das Ausgussloch und auf die Tülle wird der breiige Ton aufgetragen. Dann wird die Tülle an die Kanne montiert. Das macht man am besten von oben runter. Jetzt muss man die Tülle wirklich fest randrücken und gegendrücken, sonst drücke ich sie mir ja ein. Und im Grunde genommen verbindet es sich jetzt und ich kann das ziehen. Dadurch, dass der Ton schon etwas getrockneter ist und der noch flüssig ist, ist das eine Wahnsinnsverbindung. Also ich kann sie fast freihändig halten. Den Überschuss nehme ich natürlich jetzt weg. Und jetzt modelliere ich das einfach noch ein bisschen an, dass das eine schöne Verbindung hat. Ein paar kleine Handgriffe noch und die Tülle sitzt. Sieht schon gut aus, unsere Kanne. Ein wichtiges Teil fehlt aber noch. Na klar, der Henkel. Ich bereite jetzt hier den Henkel vor für die Kanne. Das ist sozusagen die Vorform des Henkels. Die ist leicht konisch. Ich mache die hier ein bisschen glatt, dass da kein Lufteinschluss ist. Und jetzt geht es auch darum, dass man möglichst die Mitte trifft. Das heißt, ich nehme hier eine Achse, raue das wieder ein bisschen an, damit der Henkel richtig schön Halt bekommt. Hier wird er enden. Und hier ist wieder der Schlicker der Klebstoff sozusagen. Den Henkel muss ich jetzt auch wieder fest andrücken. Und aus diesem knubbeligen Stück soll nun ein eleganter, geschwungener Henkel für unsere Kanne werden, ohne Hilfsmittel wohlgemerkt. Und jetzt wird der Henkel sozusagen am Stück selbst gezogen. Ich versuche einfach einen gleichmäßigen Ansatz zu bekommen. Und mit viel Wasser dienen sozusagen meine Hände als Schablone und formen den Henkel. Und möglichst so, dass er sich verjüngt. Und auch von der Dicke, oben sitzt er dicker an und unten wird er dünner. Das mache ich frei und das ist auch eine gewisse Erfahrung, wie lang der sein muss. Jetzt muss ich das in einem ansetzen. Halte hier an der höchsten Stelle das ein bisschen fest und drücke ihn unten an. Dann wird er gleichmäßig anmodelliert. Alles andere wird noch ein bisschen verputzt. Das Gleiche mache ich natürlich jetzt auch bei der Tasse. Erstmal fest andrücken. Die Arbeit mit dem Ton geht Susanne Alzweig leicht von der Hand. Doch der Werkstoff hat durchaus seine Tücken. Man muss einfach relativ ruhige Hand haben natürlich. Man muss gezielt wissen, welche Arbeitsschritte zu tun sind. Und man darf den Ton einfach auch nicht überreizen, dass man ihn ständig zusammen und wieder auseinander bringt.
weil man spart sich dadurch auch, der Ton ermüdet auch irgendwann. Ne? Also man muss ziemlich gezielt die einzelnen Schritte wissen und dann natürlich auch ein paar Sachen wie jetzt, dass man den schön stützt, dass er nicht absackt und gut auch in der Hand liegt, dass man das ein bisschen antestet. Der Ton schwindet ja später noch, weil da verschiedene chemisch und freie Wasser rausgehen. Das heißt, 10% Schwindung hat das auch noch, das muss man mit einbeziehen. Das ist auch wieder viel Erfahrung dabei. Nun kommt die Resteverwertung. Das sind jetzt die Abdrehspäne vom Drehen, Abdrehen, auch Schrüpsel genannt. Die kann ich jetzt noch mal verwenden, indem ich sie einfach mit Wasser einweiche. Den in Wasser aufgeweichten Ton braucht sie zur Herstellung ihrer Farben. Das Service wird nun dekoriert. Ich habe jetzt einen Teil von diesem aufbereiteten Ton in einen Eimer abgefüllt. Das wird meine Angobe, die ich später einfärbe. Die verdünne ich mir etwas, und zwar etwa in quarkartig, joghurtartige Konsistenz. Die Engobe ist also der mit Wasser verflüssigte Ton, in dem jetzt die Farbpigmente aufgelöst werden, also die Trägermasse für die Farben. Diese Grundangobe würde ich jetzt einfärben, und zwar sind es keramische Farbpigmente. Das mische ich immer sehr frei an. Vorher ein bisschen Wasser, dass es nicht verklumpt. Da ich das Rot sehr intensiv haben möchte, mache ich jetzt nur ein bisschen von der Angobe mit rein. Sonst wird mir das einfach zu verdünnt und erdig. Soll wirklich sehr kräftig sein in der Farbe. Des Weiteren gibt es ein Türkis, und zwar etwas blaustichiger. Da nehme ich natürlich von dem Blauanteil etwas mehr. Dazu kommt etwas Grün. Das sind halt auch so Erfahrungswerte. Und jetzt kann ich schon die Farbrichtung erkennen. Das ist jetzt sehr viel extremer in der Farbe und knalliger, als es nachher wird, weil der Ton ja als Trägermaterial der Angobe dazukommt. Keramische Farbpigmente haben zwar ihren Preis, dafür aber auch Qualitäten, die für das spätere Brennen nötig sind. Die Farbpigmente halten einfach ganz andere Temperaturen aus. Das geht also die meisten sogar bis 1300 Grad, auch Rottöne. Und das würden normale Erdpigmente oder Farbpigmente, mit denen man malt, gar nicht aushalten. Das würde wegbrennen. Durch die Engobe-Malerei wird unser bislang noch farbloses Kaffeeservice so richtig aufblühen. Susanne Altzweig trägt die erste Schicht Farbe auf. Ich mache mir jetzt einen Untergrund für mein Dekor, und das hätte ich ganz sehr malerisch. Mit sehr nuanciert aufeinander abgestimmte Töne, die aber doch miteinander zu tun haben. Sogar das Weiß wird ein bisschen als Aufhellung mit reingemischt. Frei mit den Händen, weil da kann man das am besten. Auf den Untergrund kommt jetzt das Dekor. Dafür nutzt die Keramikerin einfache Stempel. Ich habe hier ein kleines Sortiment von Schwammstempeln, die ich mir alle selbst herstelle. Da gibt es unterschiedliche Motive, die ich für meine Dekoration auf die Gefäße nehme. Und zwar kann man das zum Beispiel in Feinlinien mit einem Lötkolben. Aber vieles mache ich auch mit einer Nagelschere, dass ich es aufzeichne und dann ausschneide. Ich greife mir jetzt diesen Stempel raus. Dadurch, dass der Ton getrocknet ist, saugt sich das Wasser weg und es haftet. Dann mache ich mir hier eine kleine Palette, weil es auch ganz schön ist, wenn das ein bisschen ineinander changiert. Die Muster trägt sie großzügig auf, alles frei. Wenn das Geschirr fertig ist, wird jedes Stück ein bisschen anders ausschauen, und das ist durchaus gewollt. Darauf würde ich jetzt gerne die Blumen machen. Das heißt, ich brauche die Rottöne. Zum Auftragen der Farbe benutzt sie abwechselnd Schwammstempel und Pinsel. Malen und Schwemmeln. Die Engobe wird also mit Hilfe verschiedener Techniken aufgetragen. Zum Schluss kommt auch ein Nagel zum Einsatz. Dann finde ich es ganz schön, wenn einfach nochmal angedeutet eine Art Linie oder Punkt ist. Das wären dann wie so stilisierte Staubgefäße.
ein bisschen wie so den Kern noch mal betonen. Susanne Alzweig liebt es, mit selbstgemischten Farben zu arbeiten und ihr Geschirr aufwendig zu dekorieren. Es gibt ja unheimlich viele Farben und Möglichkeiten und ich gehe auch ein bisschen so nach den Jahreszeiten. Vom Gefühl im Frühjahr etwas farbintensiver und im Herbst wird das dann ein bisschen eine breitere Farbpalette, die auch so Herbsttöne beinhaltet. Das wäre natürlich sehr schade, wenn der Teller jetzt auf seiner Rückseite so weiß bliebe. Das heißt, ich gestalte auch den auf einer Renderscheibe. Das ist ein bisschen wie eine Töpferscheibe, die aber so angetrieben wird, auch da im Zentrum. Und damit kann ich jetzt sozusagen feine Linien oder gröbere rotationssymmetrisch anbringen. Anders als die Töpferscheibe wird die Renderscheibe also von Hand bewegt. Sie läuft gleichmäßig und ruhig. So lässt es sich sehr präzise arbeiten. »60 bis 80 verschiedene Farben benutzt Susanne Alzweig zum Dekorieren ihrer Gefäße. Die mischt sie sich frei aus 10 Ausgangsfarben zusammen. Die Engobe-Malerei ist in der Keramik eine beliebte Dekorationstechnik. Das Bemalen mit eingefärbtem, flüssigem Tonschlicker hat eine lange Tradition. Schon in der Frühgeschichte wurden Engoben zur Verzierung verwendet. Weil es früher aber noch keine keramischen Farbpigmente gab, hat man andere Mittel zum Einfärben genutzt. Man hat früher farbige Tone genommen, da gab es natürlich noch nicht so ausgereifte Farbpigmente. Und mit den farbigen Tonen, rote, gelbe Tone, die so in der Natur vorkamen, hat man das zur Dekoration genommen. Kein Stück gleicht dem anderen. Jedes ist ein Unikat. Industriell hergestellte Keramik versucht durchaus mal diesen Look zu imitieren. Die Industrie versucht das dann schon zum Teil mal nachzumachen. Wir machen es einfach von Hand. Und das hat ja diesen Reiz, dass es wirklich individuell ist. Jedes Teil ein Stück Handarbeit eben. Die Töpferei ist Susanne Alzweigs große Leidenschaft. Doch sie hat auch noch andere Vorlieben. Alle haben mit Farbe und Gewebe zu tun. Ich habe auch einen Spaß an Textilien, insbesondere auch so alte, aus verschiedenen Kulturen, Sachen, die oft sehr farbenfroh sind, von gewebten russischen Teppichen bis Kelims, bedruckte Stoffe, gestricktes. Textil ist also mein Steckenpferd auch noch. Und ja, da sammelt sich einiges. Also dass man verarbeitet bis hin zu Kindheitsbilderbucherinnerungen. Ich habe meiner Mutter immer geholfen, die Stickgarne zu sortieren. Die hat auch schon mal ein Klavier lila gestrichen, wenn es sein musste. Und das prägt. Auch hier sollte der Innenfalz ein bisschen noch farblich betont werden, weil das sieht man ja dann auch. Das wird jetzt wieder gerendert. Auf der praktischen Renderscheibe geht das ganz fix. Und den Deckel mache ich jetzt so passend zur Kanne. Unser Kaffeeservice muss nun wieder trocknen. Erst danach ist es bereit für den ersten Brand. Das ist jetzt unsere Tasse. Die ist mittlerweile weiß getrocknet. Fühlt sich auch sehr viel wärmer an. Das heißt, jetzt ist sie bereit für den Ofen. Bis die Stücke weiß getrocknet sind, vergehen etwa 4 Tage, je nach Witterung und Größe. Die Sachen sind jetzt wirklich sehr, sehr, sehr zerbrechlich. Und das ist schon wichtig, dass man das behutsam macht. Und auch hier. Der Ofen ist für ihre Arbeiten ideal. Das ist ein Elektroofen. Der wird sozusagen mit einem beheizbaren Draht, das ist ein Kantaldraht, ein spezieller Draht, der natürlich entsprechend Temperatur aushalten muss, über Strom erhitzt. Das ist ein bisschen wie ein Toaster, funktioniert das. Und das gibt sehr gleichmäßige Ergebnisse. Also so ein Elektroofen ist gerade für meine Art, mit der Farbe zu arbeiten, ganz sinnvoll. Da gibt es dann nicht unbedingt böse Überraschungen.
Hier ist jetzt unser Teller. Und das ist ganz gut, wenn ich ein bisschen über diese scharfkantigen Sachen drüber wische, auch hinten, dass keine Krater entstehen, beziehungsweise abstehende scharfe Stellen. Fehlt noch unsere Kaffeekanne. Unsere dekorierte Kanne. Dann hat Susanne Altzweig den Ofen für den ersten Brand gesetzt. So heißt das in der Fachsprache. Das ist ein Schrühbrand bei 930 Grad und dabei verfestigt sich der Scherben oder das Material so, dass man es gut glasieren kann. Das heißt, da sind schon erste chemische Prozesse im Gange. Etwas Wasser geht schon raus, gebundenes Wasser, chemisch gebundenes Wasser. Und somit kann man weiterarbeiten. Dieser erste Brand, der Schrühbrand, dient also der ersten Verfestigung des Tons. Ich starte jetzt den Ofen. Und hierbei, da die Ware ja noch sehr empfindlich ist, brauche ich eine längere Vorheizzeit. Das sind dann 7 Stunden auf 600, weil da nochmal chemische Prozesse passieren, die einfach ihre Zeit brauchen, sonst würde das Ganze springen. Danach kann es ungehindert auf 930 Grad gehen. Die Brennkurve ist nun programmiert. Über Nacht werden die Stücke gebrannt. Das dauert fast 10 Stunden. Der Ofen muss dann fast 2 Tage auskühlen, bevor Susanne Altzweig die Ware ausräumen kann. Der Ofen wird ausgesetzt, so nennt es die Keramikerin. Optisch hat sich nicht viel verändert, doch die Stücke sind jetzt nach dem ersten Brand schon sehr viel stabiler. Unser Kaffeeservice ist nun bereit zum Glasieren. Das ist der nächste Arbeitsschritt. Wir sind wieder in der Werkstatt im Obergeschoss der alten Fabrikhalle. Ich glasiere jetzt die Tasse mit einer weißen Innenglasur aus. Und wische natürlich den Rand frei, weil das soll nachher transparent erscheinen. Das Gleiche mache ich dann mit der Kanne. Jetzt sehr vorsichtig ausschwenken, denn die weiße Glasur ist ja nur für das Innere gedacht und darf nicht etwa über den Rand schwappen. Da sieht man schon schön, dass sie gut gießt. Jetzt kommt Glasur Nummer 2 dran. Das ist meine Transparentglasur. Die ist sehr gut geeignet für Geschirr, weil sie sehr gute Eigenschaften hat. Sozusagen lebensmittelecht, Mikrowellen geeignet und auch eine gewisse Ritzhärte hat. Also für den täglichen Gebrauch ideal. Und natürlich ist die Transparentglasur auch Spülmaschinen geeignet. Also ab ins Tauchbad mit der Tasse. Dafür braucht es eine ruhige Hand. Bei dem Teller habe ich jetzt gesehen, dass es doch noch sehr unebene Stellen hat. Es ist ganz sinnig, das noch ein bisschen zu schmirgeln. Da das aber nicht sehr gut ist, diese Stäube einzuatmen, nehme ich eine Staubmaske. Nun kann auch unser Teller glasiert werden. Und man sieht jetzt, dass die Glasur einzieht und somit liegt es nachher wie so ein Pulver auf. Das bunte Dekor ist unter der Glasur erst einmal verschwunden. Jetzt wird's diffizil. Die Tasse wird nur mit dem Rand in die Transparentglasur getaucht. Das war nur der Rand, weil der Rest ging ja bis hierhin und der Rand soll eben auch benetzt sein. Ich kann es ja nicht ganz über den Rand, dann läuft mir die Glasur rein und dann mischen sich die beiden. Das wäre nicht so schön. Muss man ein wenig die Tülle beachten, dass da nichts reinläuft. Die tauche ich.
Ganz behutsam, damit die weiße Innenglasur und die transparente Außenglasur auch da bleiben, wo sie hingehören, nämlich innen bzw. außen. Ganz wichtig ist, dass jetzt die Sachen unten am Boden abgewischt werden. Wenn jetzt hier die Glasur auf die Ofenplatte käme, das würde festkleben und somit natürlich das ganze Stück für umsonst gewesen sein. Also das heißt, der Boden, der Ring oder der Boden muss komplett frei sein von Glasur. Die schmilzt jetzt dann im Ofen aus. Und dann kommen auch die Farben wieder leuchtend zum Vorschein, versprochen. Um das hier noch vollständig zu glasieren, benutze ich wieder die Renderscheibe. Auch da ganz wichtig, Boden. Die glasierten Stücke sind bereit für den zweiten Brand, auch Glattbrand genannt. Im Untergeschoss der alten Fabrik stehen die Öfen der Keramikgruppe Grenzhausen. Auch für den zweiten Brand benutzt Susanne Altzweig wieder ihren bewährten Elektroofen. Ich setze jetzt den Glattbrand. Der brennt dann nochmal 1200 Grad und dabei wird die Glasur, die Transparentglasur, schmilzt aus. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass die Teile sich nicht berühren, weil sonst würden sie aneinander kleben. Der Glattbrand erfolgt also bei einer wesentlich höheren Temperatur als der vorangegangene Schrühbrand. Auch die Brennkurve verläuft anders. Heiße 1200 Grad sind für den hochwertigen Westerwälder Steinzeugton kein Problem, denn er ist besonders hoch brennbar. Nach dem Brand über Nacht muss der Ofen erst wieder herunterkühlen. 70 Grad, das ist ideal zum Ausräumen. Dieser Moment ist immer wieder spannend für die Keramikerin. Ob wohl alles gelungen ist, so wie sie es geplant hatte? Sieht wunderbar aus. Alles bestens. Ja, die ist sehr schön geworden. Beim Ausräumen wird jedes Stück sorgfältig geprüft. Denn jetzt ist ihre Ware fertig für den Verkauf auf Töpfermärkten in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland. Wunderbar, perfekt. Unser Kaffeeservice ist gelungen. Das ist ein besonderer Moment für Susanne Altzweig. Da freut man sich natürlich, ich freue mich riesig, dass das so geworden ist. War ja auch viel Arbeit, viel Mühe, viel Energie, Kosten auch und Farben und alles. Wenn es dann prima rauskommt, dann ist es gelungen. Dann stimmt alles. Teller, Tasse und Kaffeekanne von Hand gemacht. Für knapp 150 € sind sie zu haben. Viele Arbeitsstunden stecken in diesem farbenfrohen Kaffeeservice, Leidenschaft für den Werkstoff Ton und natürlich vor allem große Handwerkskunst.